Flüstern des Grabhüters. In einem verschlafenen Dorf namens Finsterwald, umgeben von dichten Nebelschwaden und alten Tannen, gab es einen alten Friedhof, den kaum jemand betrat. Dort arbeitete ein einsamer Totengräber namens Wilhelm. Wilhelm war kein gewöhnlicher Totengräber. Die Dorfbewohner mieden ihn oft, nicht nur wegen seines Berufs, sondern auch wegen der unheimlichen Geschichten, die über ihn erzählt wurden. Es wurde gemunkelt, dass er mit den Toten sprechen konnte. Jeden Abend, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwand und der Mond den Himmel erhellte, konnte man Wilhelm auf dem Friedhof beobachten, wie er still an einem Grab saß und zuhörte. Manche behaupteten, sie hätten leise Stimmen gehört, als sie sich dem Friedhof näherten, nur um sie verstummen zu sehen, sobald Wilhelm ihre Anwesenheit bemerkte. Einmal beobachtete ein neugieriger Junge namens Lukas Wilhelm aus der Ferne. Er wollte herausfinden, was der Totengräber nachts machte. Als er sich dem Friedhof näherte, hörte er ein schwaches Flüstern. Er konnte nicht genau erkennen, woher es kam, aber es klang wie viele Stimmen, die alle durcheinander sprachen. Lukas versteckte sich hinter einem alten Baum und spähte vorsichtig hervor. Er sah Wilhelm, der vor einem besonders alten Grab kniete. Dieses Grab war bekannt in Finsterwald, es gehörte zu einer Frau namens Elise, die vor über 100 Jahren gestorben war. Es wurde gesagt, dass sie eine Hexe war und dass sie in der Nacht des Vollmondes zurückkehren würde. Wilhelm legte seine Hand auf den Grabstein und schloss seine Augen. Das Flüstern wurde lauter und klang nun wie eine klare Stimme. »Warum hast du mich gerufen, Wilhelm?« hörte Lukas eine weibliche Stimme sagen. »Elise«, antwortete Wilhelm. »Ich brauche deine Weisheit.« Lukas' Herz raste. Was wollte Wilhelm von einer toten Hexe? Bevor er mehr erfahren konnte, knarrte ein Ast unter Lukas' Fuß. Wilhelm öffnete sofort seine Augen und blickte sich um. Seine Augen, kalt und durchdringend, trafen die von Lukas. Lukas' Blut erstarrte und er rannte so schnell er konnte weg vom Friedhof. Er wusste, dass er etwas gesehen hatte, was er nicht hätte sehen sollen. Und er fürchtete, dass er nun in großer Gefahr war. Zu Hause angekommen, erzählte er seiner Mutter von dem, was er gesehen und gehört hatte. Sie wurde blass und sagte, »Lukas, du musst das Dorf verlassen. Wilhelm wird nicht zulassen, dass sein Geheimnis preisgegeben wird.« Lukas verstand nicht. »Was ist sein Geheimnis, Mama?« fragte er ängstlich. Sie zögerte einen Moment und antwortete dann. »Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.« Am nächsten Tag wachte Lukas auf und fühlte sich unruhig. Er erinnerte sich an die warnenden Worte seiner Mutter und fragte sich, was er tun sollte. Nach dem Frühstück beschloss er, mit seinem besten Freund, Matthias, darüber zu sprechen. Matthias war genauso neugierig wie Lukas. »Vielleicht gibt es im Dorfarchiv Informationen über diese Elise«, schlug er vor. Die beiden machten sich auf den Weg zum kleinen Archiv des Dorfes, das in der alten Schule untergebracht war. Die Archivarin, eine ältere Frau mit grauem Haar, beobachtete sie misstrauisch, als sie eintraten. »Was sucht ihr hier?« fragte sie. »Wir möchten mehr über Elise erfahren«, antwortete Lukas zögernd. Die Frau zuckte zusammen. »Warum wollt ihr das wissen?« »Wir haben Dinge gehört«, sagte Matthias vorsichtig. Die Archivarin seufzte und führte sie zu einem alten Regal. Sie zog ein verstaubtes Buch heraus und gab es Lukas. »Lest und versteht, warum manche Geschichten besser unerzählt bleiben.« Das Buch war ein altes Tagebuch von Elise. Sie schrieb über ihr Leben im Dorf, ihre Liebe zur Natur und ihre besonderen Fähigkeiten. Elise konnte mit den Toten sprechen und ihnen helfen, Frieden zu finden. Doch viele Dorfbewohner verstanden diese Gabe nicht und fürchteten sie. Sie nannten sie Hexe und meinten, sie würde mit dunklen Kräften arbeiten. Lukas und Matthias lasen Seite um Seite, bis sie auf den letzten Eintrag stießen. Es war die Nacht, bevor Elise starb. Sie schrieb, dass Wilhelm, der damals ein junger Mann war, sie um Hilfe bat. Er wollte lernen, mit den Toten zu sprechen. Aber etwas ging schief. Ein dunkler Schatten fiel über das Dorf. »Das erklärt, warum Wilhelm so alt ist und immer noch lebt«, flüsterte Matthias. »Er hat vielleicht einen Pakt mit Elise gemacht.« Lukas nickte. »Wir müssen herausfinden, was genau passiert ist. Vielleicht kann man den Schatten vertreiben und das Dorf retten.« Die beiden Jungen verließen das Archiv mit dem festen Vorsatz, das Rätsel zu lösen. Aber sie wussten, dass es gefährlich war.
Wilhelm hatte sicherlich bemerkt, dass sie ihm auf der Spur waren. Am Abend trafen sich Lukas und Matthias in einer abgelegenen Scheune am Rande des Dorfes. Es war der einzige Ort, an dem sie sicher sein konnten, ungestört zu sprechen. Sie zündeten eine Kerze an und breiteten das Tagebuch von Elise auf einem alten Holztisch aus. »Wir müssen herausfinden, welcher Pakt zwischen Wilhelm und Elise geschlossen wurde«, sagte Matthias. Lukas blätterte das Tagebuch durch und fand einen Abschnitt, in dem Elise über eine alte Zeremonie schrieb. Diese Zeremonie ermöglichte es einer Person, ewiges Leben zu erlangen, aber der Preis war hoch. Die Person musste einen Schatten über das Dorf rufen, der alle 100 Jahre eine Seele forderte. »Das kann es sein«, flüsterte Lukas. »Wenn Wilhelm wirklich so einen Pakt geschlossen hat, dann ist es bald wieder Zeit für den Schatten, eine Seele zu nehmen.« Matthias' Augen weiteten sich. »Und was, wenn es deine Seele ist, Lukas? Du hast ihn beim Reden mit Elise gesehen.« Lukas schluckte. »Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen einen Weg finden, den Pakt zu brechen und den Schatten zu vertreiben.« Die beiden recherchierten die ganze Nacht und entdeckten schließlich Hinweise auf ein Ritual, das den Pakt brechen konnte. Es erforderte bestimmte Zutaten und musste am Ort des ursprünglichen Pakts, dem Grab von Elise, durchgeführt werden. In den nächsten Tagen sammelten Lukas und Matthias alles, was sie für das Ritual brauchten: eine silberne Kerze, Salz aus dem nördlichen Meer und das Blatt eines heiligen Baums. Aber es gab noch eine letzte Zutat, die schwer zu finden war: das Tränenblatt, eine seltene Blume, die nur im tiefsten Teil des Finsterwaldes wuchs. Am dritten Tag, bewaffnet mit Taschenlampen und einem alten Plan des Waldes, betraten die beiden Jungen den dichten Finsterwald. Der Wald war still und ein kalter Wind wehte durch die Bäume. Nach Stunden der Suche fanden sie endlich das Tränenblatt. Aber als sie es pflücken wollten, hörten sie ein tiefes Grollen und spürten eine dunkle Präsenz. »Jemand ist hier«, flüsterte Matthias ängstlich. Sie drehten sich um und sahen einen dunklen Schatten, der sich schnell auf sie zubewegte. Es war Wilhelm, seine Augen glühten vor Wut. »Du solltest nicht hier sein, Lukas«, knurrte er. Wilms Stimme klang nicht mehr menschlich. Sie war tief und drohend. Sein Blick war kalt und böse. Aber Lukas verspürte eine seltsame Klarheit. Er wusste, dass sie nur eine Chance hatten. »Wilhelm, wir wissen von dem Pakt, den du mit Elise geschlossen hast. Wir wollen nur das Dorf retten«, sagte Lukas mutig. Wilhelm lachte kalt. »Du glaubst, du könntest mich stoppen? Ich habe seit 100 Jahren auf diesen Moment gewartet.« Matthias schritt mutig vor und hielt das Tränenblatt hoch. »Mit diesem können wir den Pakt brechen. Willst du wirklich weiterhin in der Dunkelheit leben?« Ein Moment der Unsicherheit erschien in Wilms Augen, aber er schüttelte den Kopf. »Es ist zu spät für mich. Aber ich werde nicht zulassen, dass ihr meinen Pakt zerstört.« Plötzlich tauchte aus dem Nebel eine Gestalt auf, es war Elise. Ihre Erscheinung war durchscheinend und von einem bläulichen Licht umgeben. »Wilhelm«, sagte sie sanft. »Es ist noch nicht zu spät. Du kannst dich noch immer befreien.« Wilhelm sah sie traurig an. »Aber ich habe so viel geopfert, Elise. Für die Unsterblichkeit.« Elise schüttelte den Kopf. »Unsterblichkeit ist nicht das, was du denkst. Sie ist ein Fluch, kein Segen. Lass sie los und finde Frieden.« Lukas spürte, dass dies der Moment war. Er holte die silberne Kerze, das Salz und das Blatt des heiligen Baums hervor und legte sie in einem Kreis um das Tränenblatt. Dann zündete er die Kerze an und begann, die Worte des Rituals zu murmeln. Die Luft um sie herum wurde kalt und der Boden begann zu beben. Ein helles Licht strömte aus dem Tränenblatt und ein Windstoß erfasste sie alle. Als der Wind nachließ, war der dunkle Schatten, der das Dorf bedeckt hatte, verschwunden. Wilhelm, nun alt und gebrechlich, sank auf den Boden. Elise kniete neben ihm und nahm seine Hand. »Es ist vorbei«, flüsterte sie. Lukas und Matthias sahen sich erleichtert an. Sie hatten das Dorf gerettet. Aber die Geschichte von Finsterwald war noch nicht zu Ende. Es gab noch viele Geheimnisse zu entdecken und Geschichten zu erzählen. Nach jenem denkwürdigen Tag kehrte in Finsterwald scheinbar Normalität ein. Doch für Lukas und Matthias war nichts mehr wie zuvor. Sie waren die Helden des Dorfes, doch mit diesem Ruf kamen auch Verantwortung und Neugier. Einige Wochen später, als die Jungen durch das Dorf schlenderten, wurden sie von Frau Schmidt,
der ältesten Bewohnerin von Finsterwald, angesprochen. »Ich habe gehört, was ihr getan habt«, begann sie mit zitternder Stimme. »Aber es gibt noch mehr Geheimnisse in diesem Dorf.« Die Jungen tauschten einen neugierigen Blick. »Was für Geheimnisse?«, fragte Matthias. Frau Schmidt führte sie zu ihrem alten Haus, dessen Wände mit Fotos von Generationen von Bewohnern bedeckt waren. »Seht ihr dieses Foto?«, fragte sie und zeigte auf ein altes Schwarz-Weiß-Bild. Darauf war ein junger Wilhelm mit einer Gruppe von Männern und Frauen zu sehen, alle in seltsamen Gewändern. »Das war der Kult von Finsterwald«, flüsterte Frau Schmidt. Wilhelm war nicht der Einzige, der mit dunklen Kräften spielte. Lukas und Matthias spürten, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war. »Was wollten Sie?«, fragte Lukas. »Sie suchten Unsterblichkeit, Macht, Wissen und manche von ihnen sind vielleicht immer noch hier unter uns«, sagte Frau Schmidt mit ernstem Blick. Die Jungen waren beunruhigt. »Was sollen wir tun?«, fragte Matthias. »Seid wachsam«, antwortete Frau Schmidt. »Und sucht nach den Zeichen.« In den darauffolgenden Tagen begannen Lukas und Matthias seltsame Vorkommnisse im Dorf zu bemerken. Tiere verschwanden und manchmal sahen sie bei Nacht seltsame Lichter im Wald. Ein Gefühl der Angst breitete sich aus. Eines Abends, als Lukas alleine zu Hause war, hörte er ein Kratzen an seinem Fenster. Als er nachsah, erblickte er ein Zeichen, das mit Blut an die Scheibe gemalt war. Es war das gleiche Symbol, das er auf den Gewändern der Menschen auf dem Foto gesehen hatte. Er rief sofort Matthias an, der ihm erzählte, dass er das gleiche Zeichen an seiner Tür gefunden hatte. Die beiden wussten, dass sie handeln mussten. Sie trafen sich bei der alten Scheune, wo ihre Reise begonnen hatte, und beschlossen, den Kult von Finsterwald zu konfrontieren. Mit Taschenlampen bewaffnet, machten sie sich auf den Weg in den dunklen Wald, um Antworten zu finden. Tief im Wald stießen Lukas und Matthias auf eine Lichtung, die von Fackeln erleuchtet wurde. In deren Mitte stand ein großer Steinaltar, und um ihn herum hatten sich Gestalten in dunklen Gewändern versammelt. Das Murmeln von Gebeten und das Flüstern von Wind vermischten sich zu einem unheimlichen Chor. Die Jungen versteckten sich hinter den Bäumen und beobachteten das Geschehen. Eine zentrale Figur trat vor, das Haupt eines Kapuzenmantels tief ins Gesicht gezogen. »Die Zeit ist gekommen«, rief sie aus. »Der Pakt mit Wilhelm mag gebrochen sein, aber unsere Macht wird immer bestehen. Finsterwald wird uns gehören.« Matthias sah Lukas mit schreckgeweiteten Augen an. »Das ist der Bürgermeister«, flüsterte er. Lukas nickte. »Wir müssen etwas tun.« Während sie nachdachten, wurde ein junges Mädchen, gefesselt und offensichtlich verängstigt, zum Altar geführt. Die Jungen erkannten sie sofort, es war Anna, Matthias' jüngere Schwester. Ohne einen weiteren Gedanken stürmte Matthias auf die Lichtung. »Lasst sie los«, schrie er. Das Ritual wurde abrupt gestoppt, und alle Augen richteten sich auf die beiden Jungen. »Du«, fauchte der Bürgermeister. »Du hast bereits zu viel zerstört. Jetzt wirst du für deine Neugier bezahlen.« Lukas, in einem Anflug von Mut, trat einen Schritt vor und zog das Tagebuch von Elise aus seiner Tasche. »Dieses Buch hat uns einmal gerettet. Es hat die Macht, es wieder zu tun.« Der Bürgermeister lachte höhnisch. »Ein altes Buch gegen den Kult von Finsterwald. Ihr seid wirklich dümmer, als ich dachte.« Doch als Lukas die ersten Worte des Schutzrituals aus Elises Tagebuch las, begann der Boden zu beben und ein starker Wind erhob sich. Die Mitglieder des Kultes wichen zurück, unsicher und verängstigt. Lukas und Matthias schlossen ihre Augen und rezitierten die Worte gemeinsam. Die Energie des Rituals wurde immer stärker, bis schließlich eine blendende Lichtsäule die Lichtung erfüllte. Als das Licht verschwand, waren der Altar, der Bürgermeister und der Kult verschwunden. Anna lief in die Arme ihres Bruders, Tränen in den Augen. »Danke«, flüsterte sie. Erschöpft, aber erleichtert, machten sich die drei auf den Rückweg nach Finsterwald. Doch sie wussten, dass ihre Mission noch nicht vorbei war. Der Kult war nur ein Teil des Rätsels. Wieder im Dorf angekommen, wurden die Jungen und Anna von besorgten Dorfbewohnern empfangen. Die Nachricht vom Kult und ihrer Konfrontation im Wald hatte sich schnell verbreitet. Der alte Herr Fischer trat vor. »Ihr habt gut gehandelt«, sagte er mit ernster Miene. »Aber Finsterwald birgt noch andere Geheimnisse, die gelüftet werden müssen.« Lukas, immer noch außer Atem, erwiderte. »Was könnte schlimmer sein als ein Kult, der die Kontrolle über das ganze Dorf übernehmen will?«
Herr Fischer führte die Gruppe zu einem verlassenen Gebäude am Rande des Dorfes. Es war die alte Dorfschule, die seit Jahren geschlossen war. Hier drin, sagte er, liegt ein weiteres dunkles Geheimnis unseres Dorfes verborgen. Die Gruppe betrat das Gebäude vorsichtig. In einem der Klassenzimmer fanden sie alte Fotos und Tagebücher. Ein Tagebuch fiel besonders auf. Es gehörte einem Lehrer namens Herrn Schwarz. Matthias öffnete es und begann zu lesen. Es erzählte von einer Entdeckung unter der Schule, einem alten Tunnel, der zu einem versteckten Raum führte. In diesem Raum fand Herr Schwarz Artefakte, die auf eine vergangene Zivilisation hinwiesen, die lange vor der Gründung von Finsterwald hier gelebt hatte. Diese Zivilisation verehrte eine dunkle Gottheit und hatte Rituale durchgeführt, um ihr zu gefallen. Das letzte Ritual, so das Tagebuch, war so mächtig, dass es das ganze Dorf in Gefahr brachte. Das erklärt den Kult, murmelte Lukas. Sie versuchen vielleicht, diese alte Macht wieder zu erwecken. Die Gruppe entschied sich, den Tunnel zu suchen und den versteckten Raum zu untersuchen. Nach stundenlanger Suche fanden sie eine versteckte Tür im Keller der Schule. Der Tunnel war lang und dunkel, aber am Ende fanden sie den Raum. Er war gefüllt mit seltsamen Symbolen und Artefakten. In der Mitte des Raumes stand ein Altar mit einer Statue der dunklen Gottheit. Wir müssen verhindern, dass dieser Ort jemals wieder von Dunkelheit berührt wird, sagte Anna entschlossen. Mit den Informationen aus den Tagebüchern führten sie ein Reinigungsritual durch, um den Raum und alles, was er enthielt, zu versiegeln. Als sie fertig waren, fühlten sie eine Welle der Erleichterung. Finsterwald schien endlich sicher zu sein. In den folgenden Monaten wurde Finsterwald zu einem Ort des Friedens und der Gemeinschaft. Die Dorfbewohner schlossen sich zusammen, um ihre Geschichte zu bewahren und sicherzustellen, dass die dunklen Geheimnisse, die tief unter der Erde lagen, nie wieder ans Licht kamen. Lukas, Matthias und Anna wurden zu den Hütern dieser Geschichte. Sie gründeten ein kleines Museum im Dorf, in dem sie die Artefakte und Geschichten ausstellten, die sie entdeckt hatten. Es wurde zu einem Ort des Lernens und der Erinnerung, an dem die Bewohner und Besucher mehr über die reiche und komplexe Vergangenheit von Finsterwald erfahren konnten. Eines Tages, als Lukas alleine im Museum war, hörte er ein leises Flüstern. Er folgte dem Geräusch und fand sich vor dem Tagebuch von Elise wieder. Es hatte sich von selbst auf eine Seite geöffnet, auf der Elise über ihre Hoffnungen und Träume für Finsterwald geschrieben hatte. Sie hatte gewünscht, dass das Dorf ein Ort des Lichts und der Liebe wird, fernab von den Schatten seiner Vergangenheit. Lukas fühlte eine tiefe Verbindung zu Elise und den vielen anderen, die vor ihm gekämpft hatten, um Finsterwald zu schützen. Er wusste, dass ihre Mission nie wirklich zu Ende sein würde. Es war an ihm und seinen Freunden, das Licht am Leben zu erhalten und die Dunkelheit fernzuhalten. Die Jahre vergingen und die Legenden von Finsterwald wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Aber trotz der vielen Veränderungen blieb eines immer konstant: die Entschlossenheit der Dorfbewohner, zusammenzustehen und ihre Heimat zu schützen. Und so, trotz der Schatten, die einmal über ihnen lagen, wurde Finsterwald zu einem Symbol der Hoffnung, des Mutes und der Gemeinschaft. Ein Ort, an dem das Licht immer die Dunkelheit überwindet.